Hallo Leute, ich muss euch erstmal was Trauriges erzählen, was auch total merkwürdig ist, denn gerade in meinem letzten Video, wo ich über die Eichhörnchen-Geschichte spreche, da habe ich euch noch meine Katze gezeigt und die ist leider vor 12 Tagen verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Ich habe sie jetzt seit 5 Jahren, sie wird jetzt 9 Jahre alt und also ich bin echt verzweifelt. Es ist keine Spur, man sieht nichts, was passiert sein könnte. Ich kann nicht erkennen, ob vielleicht ein anderes Tier sie angegriffen hat oder sowas. Ich sehe überhaupt gar nichts, ich weiß nicht, was los ist. Sie hat einen Chip, so sie ist vermisst gemeldet. Ich hoffe nur jeden einzelnen Tag, dass sie zurückkommt. Sie war eigentlich immer in unserem Garten, also die ist nicht weggelaufen. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Totaler Mist. Aber was anderes, was auch mit Tieren zu tun hat, wollte ich euch heute mal erzählen, was ich sehr merkwürdig finde. Die Amerikaner halten ihre Hunde in Käfigen. Finde ich total pervers. Habe ich in Deutschland, und ich habe in Deutschland 30 Jahre gelebt, überhaupt nicht erlebt, dass irgendeiner jemals seinen Hund in einen Käfig packt. Also ich kenne das in Deutschland eigentlich nur als Möglichkeit, das Tier zum Arzt zu bringen und nicht als ich mache da meinen Hund den ganzen Tag rein. Und das sehe ich hier also wirklich, die Amerikaner, die Hunde haben, die haben alle einen Käfig. Und wenn die zur Arbeit gehen, dann müssen die Hunde von fast allen in diesen Käfig rein, damit die Hunde nicht die Möbel zerstören oder irgendwie sowas. Ich habe auch schon gesehen Menschen, die ihre Hunde den ganzen Tag auf dem Balkon aussperren. Und ich meine, es wird hier heiß im Sommer, 30 Grad ist gar nichts, meist drüber. Ich finde, das ist eine Zumutung für die Hunde und meiner Meinung nach, wenn man einen Hund hat, dann muss man halt damit leben, dass auch der eine oder andere Schuh darunter zu leiden hat oder auch die Möbel. Eine Freundin von mir hat Geld bekommen, um mit einem Hund Gassi zu gehen, weil das Herrchen war oder ist Arzt und hatte keine Zeit, sich darum zu kümmern, ist also den ganzen Tag im Krankenhaus und arbeitet und sie sollte dann 1 oder 2 Mal diesen Hund Gassi führen. Und ich bin dann manchmal mit ihr mitgegangen, weil das genau gegenüber von uns war. Und also mir ist das Herz geblutet. Das war also noch ein Babyhund, aber so ein Boxer, also ein sehr kräftiges Tier. Und unter 1 Jahr, aber schon sehr, sehr groß. Und er war in diesem Käfig und war dann total aufgeregt, wenn man gekommen ist. Sie hat also den Hund aus dem Käfig rausgenommen und der kann nicht laufen in dem Käfig. Also das ist wirklich, da kannst du drin stehen, nicht du, aber der Hund, und sich hinsetzen und das ist alles. Und ja, dann nimmt sie also den Hund aus dem Käfig, geht mit ihm also wirklich vielleicht 8 Minuten spazieren, damit er mal ein bisschen Kaka machen kann und Pipi. Und dann muss dieses arme, riesengroße Tier also zurück in den Käfig. Also mir hat das Herz geblutet, ich fand das wirklich, wirklich nicht lustig. Wo wir vorher gewohnt haben, habe ich also wochenlang, war das nervig, immer Hundegekläffe gehört von so ganz kleinen Hunden. Fand ich total anstrengend und dann bin ich irgendwann mal rüber und habe geguckt, was da Sache ist. Und da waren also 2 so ganz kleine Hunde, keine Ahnung, was das für Hunde waren, beide separat in einem ganz kleinen Käfig und die haben da den ganzen Tag gekläfft auf einer Terrasse. Also die waren draußen in der Hitze, über 30 Grad, in den Käfigen. Die hatten Wasser und auch was zu essen, aber in Käfigen. Und ich meine, wenn ihr schon mal in Florida wart, wir haben ja hier, man nennt es Patio, also wie so eine Terrasse, aber die sind immer, da sind immer so eine Screenings, weiß ich nicht, was das heißt auf Deutsch, aber so gegen Moskitos und so, dass da keine Insekten reinkommen können. Also man könnte die Hunde auch einfach in diesem Patio frei drin rumlaufen lassen, dann hätten die wenigstens ein bisschen Platz, ist ja wie so ein Zimmer. Nee, die müssen aber in diesen Käfigen hocken. Da habe ich dann mal einen Brief geschrieben an meinen Nachbar, hat es an die Tür rangeklebt,
ob er denn wüsste, dass seine Hunde den ganzen Tag barken, also bellen. Und das hat sich dann, da hat er dann irgendwas gemacht. Ich habe die Hunde dann nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich mussten die dann im Käfig im Haus hocken oder so. Jedenfalls wollte ich euch mal fragen, was haltet ihr denn davon? Ich finde das ja echt scheiße, dass anscheinend der Amerikaner standardmäßig seinen Hund einfach, wenn er das Haus verlässt, in einen Käfig reinsteckt. Ist doch eine Zumutung, oder? Finde ich total schlimm. Verstehe ich nicht. Gebt doch euren Hunden wenigstens ein Zimmer mit alten Möbeln, aber im Käfig stecken, ich meine, da haben die Tiere ja fast ein besseres Leben im Tierheim, denn da wird sich ein bisschen um die gekümmert und die Käfige sind auch ein bisschen größer als einfach nur so ein Kasten um einen herum. Ja, also ich finde es eine große Sauerei. Lasst mich wissen, was ihr darüber denkt und dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, eure Sissi. Tschüss.